fuck? Meine Batterie ist ein bisschen im Arsch. In diesem Sinne, guten Morgen. Ich muss jetzt ein paar Meter fahren. Okay, wir laden jetzt das kleine Baby einfach ein bisschen auf. Also wir fahren jetzt in TED Kroatien ein kleines Stückchen. Fahren jetzt zum nächstbesten Einstieg. Davor noch mal kurz zu einem Supermarkt, Wasservorrat auffüllen. Und ich hoffe, dass meine Batterie wirklich nur ein kleines bisschen geladen werden muss. Und dann passt wieder alles. So, wir sind jetzt auf dem kroatischen TED. Und ja, an der Stelle war ich das letzte Mal, wo ich alleine hier war, auch schon mal. Allerdings hat es mich da dann ziemlich frühzeitig geschmissen in dem Gebiet drinnen. Und ja, mir hat da jemand geholfen, der mir aber dann gleichzeitig mein Motorrad in die andere Richtung aufgerichtet hat. Und dann bin ich halt auch einfach wieder abgehauen und raus und habe dieses Stück hier umfahren. Also ich weiß es nicht, was uns erwartet. Ja, wir lassen uns einfach überraschen. Okay, also wie es scheint, hat sich der TED mal wieder geändert, weil ja, wir fahren gerade an dem Stück vorbei, wo ich das letzte Mal drin war. Und keine Ahnung, irgendwie nur Straße. Also ich hoffe, dass es mal noch schottrig wird. Wir haben Schotter gefunden, Leute. Ist doch schön. Und es ist einfach die perfekte Temperatur. Es war so eine gute Entscheidung, nach Kroatien rüber zu fahren. Es ist so angenehm. Es ist gerade perfekt zum Fahren. Man schwitzt noch nicht. Höchstwahrscheinlich fange ich dann später an, wenn es schwieriger wird. Aber es ist einfach angenehm. Also bisher ist es einfach nur eine echt schöne, spaßige Straße zu fahren. Das hat übelst viel Spaß gemacht gerade. Auf die letzten Meter habe ich gerade einmal kurz mein Vorderrad am Rutschen gehabt, aber ja? Das wollte ich auch ein bisschen provozieren, muss ich sagen. Das war dumm. Ja, das war echt lustig. Aber es war nicht die Strecke, die ich das letzte Mal gefahren bin. Das war wieder ein anderer TED. Also der TED wurde geändert. Aber war jetzt, also fand ich jetzt geil. Bin ich jetzt nicht traurig drum. War schön. Ja. Fahren wir in das nächste Stückchen rein. Ich glaube, ab jetzt kommen wir schon in diese Hochebene rein, wo, glaube ich, das letzte Mal ein paar Pferdchen und sowas rumgerannt sind. Und es soll hier Bären geben, das auch noch. Und Minen. Hä? Und Minen. Ach so, ja, aber das ist überall. Fahren wir weiter. Let's go. Es ist einfach so perfekt zum Lernen. Ja, man kann sich ab und zu mal hinsetzen, dann kann man das bisschen üben, dann mal wieder hinstellen, dann mal wieder ein bisschen Kurven fahren und ein bisschen rausbeschleunigen, üben im Stehen, dann wieder im Sitzen, dann ist wieder ein bisschen schlammig, dann wieder nicht. Ist doch geil. Okay, wir fahren jetzt halt noch ein kleines Stück durch dieses traumhafte Gebiet, holy moly. Und schauen, bis ein schönes Plätzchen kommt, wo wir Pause machen können.
Oh shit. Ja. Da muss man jetzt hoch. Max? Da hat sich schon mal jemand Wie geil. Hä, wie seid ihr denn da drüber gekommen? Ach nee, nicht schon wieder, wirklich wahr. Wie seid ihr denn da drüber gekommen? Kleines Stößchen. Wie seid ihr denn da drüber? Ja, ich bin hier rüber gerutscht. Hab ich. Hab's. Endlich mal wieder ein TED-Stück, an das ich mich erinnern kann. Weil hier bin ich nämlich vor 2 Jahren auch entlang gefahren. Aber da hat es nicht so gar gewindet wie jetzt. Es ist echt heftig, wie sehr hier gerade der Wind drüber fegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil eigentlich war das hier echt schön zu fahren, aber ich habe mich da vorne irgendwo hingelegt. Und ja, da hatte ich ein bisschen zu kämpfen. Thomas? Ja. Genau hier hat es mich gemault. Exakt hier. Aber da war es nicht so Abschinger. Nee, nicht einmal. Ja. Exakt hier dieser Punkt. Und da habe ich fast eine Stunde lang rumgedoktert, diese scheiß Maschine wieder aufzuheben. Weil ich bin immer wieder mit meinen Füßen weggerutscht, weil es so rutschig war. So eine Kacke. Und dann habe ich sie da abgestellt und als ich sie aufgeladen habe, hat sie so ein Übergewicht bekommen wieder zur anderen Seite, dass sie mir beinahe auf die andere Seite wieder umgekippt wäre. Oh, so ein Scheißdreck. Gut möglich. Jo. Zack, zack, zack. Oh, letztes Mal habe ich mich einfach so krank gequält hier hinten. Gerade nach dem Sturz, ich habe mich so übelst verrissen beim Aufheben.
Und ja, also es war echt nicht mehr lustig. Und es hat sich so krank lange gezogen einfach noch. Aber dieses Mal macht es schon ein bisschen mehr Spaß. Da hinten irgendwo habe ich Pause gemacht und habe Oreos gegessen und habe an meinem Leben gezweifelt. Wo hast du dann eigentlich übernachtet? Ich bin danach rübergefahren zu den Plitwitzer Seen und habe mich da mit meinen Eltern getroffen. Hallo. Oh, der Wind, der pfeffert jetzt schon wieder gut rein hier. Jo. Wir sind jetzt gerade wieder auf der Schlafplatzsuche und wir sind wieder sternförmig raus. Mein Weg war nichts. Herr Hannes ist jetzt halt einen Weg hintergefahren. Ich habe gesehen, dass da noch eine andere Spur war. Also ich glaube, dass Thomas mitgefahren ist. Und ich bin jetzt auch den Weg hinter, weil das war, finde ich, der vielversprechendste. Und ich finde eigentlich den Platz hier relativ cool. Da ist gleich noch eine Bank. Wir können das Tarp aufhängen. Ich glaube, ich würde den hier nehmen. Ja. Ja. Schon, oder? Ja. Dann nehmen wir den. Gerade noch rechtzeitig bauen wir die Zelte und das Tarp auf. Zu dritt kauern wir uns dann unterm Tarp zusammen, als es so richtig anfängt runterzuhauen. Es wird langsam dunkel und keiner hat mehr Lust, irgendwas zu kochen oder noch länger wach zu bleiben. Also geht's relativ schnell Richtung Bett. Dafür werden wir am nächsten Tag mit Sonnenschein belohnt und nach einem Frühstück geht's weiter Richtung Süden. Und es geht wieder in Ted rein. Gleich gestartet mit Pfützen, Matsch. Ja, mir taugt das jetzt auch. Oh ja, also wenn das Wetter so bleibt, dann glaube ich, wird das ein geiler Tag. That's what we do for shots. Oder, naja, 2 Sekunden von mir, wo ich einfach nicht nachdenke. Boah, fuck. Scheiße. Oh. Scheiße. Das war's nicht, du. Scheiße, ich dachte nicht, dass es so hoch spritzt.
Wir sind mittlerweile schon wieder auf der Schlafplatzsuche, dieses Mal um einiges früher als sonst. Aus dem einfachen Grund, weil ich würde ganz gerne noch 2 Videos aufnehmen. Ich habe die Maschine nämlich jetzt halt schon 40.000 Kilometer lang und ja, ich möchte einmal kurz einfach ein Video machen, wo ich meine Erfahrungen mit euch teile. Nach 40.000 Kilometer, was ist kaputt gegangen, was habe ich verändert und ja, war die Entscheidung richtig, die V-Strom zu verkaufen und nur noch die hier zu haben. Genau, das möchte ich einmal als ein Video aufnehmen. Und dann sind wir hier jetzt mit 3 CRFs unterwegs, aber 3 unterschiedlichen. Einmal 250 Rallye, 300 Rallye und 300L. Und das schreit, oh, ich dachte, das wäre eine Kehre, war doch keine Kehre. Und das schreit ja fast nach einem Vergleich. Was kann welche Maschine, wo ist welche gut? Und das wollen wir eben auch noch mit aufnehmen. Und was wir auch noch machen müssen, Thomas hat sich einmal hingelegt, ich glaube an Tag 1 oder Tag 2, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat sein Bremshebel verbogen. Und er hat es erst gar nicht mitbekommen. Ich habe es erst in Kroatien, stand ich vor seiner Maschine und meinte so, Thomas, da ist was verbogen. Und dann haben wir es erst alle 3 gesehen, dass der Bremshebel komplett verbogen ist. Und ihm ist es einfach beim Fahren nicht aufgefallen. Und genau, da will er sich noch ein bisschen drum kümmern, dieses Ding wieder gerade hinzubiegen. Jo. Ja. Oh. Pet Friendly Point. Oh Gott, wie süß. Wow. Das war ein bisschen großer Ast. Hier schön. Wollen wir hier bleiben? Ja, irgendwo hier könnte man sich schon einen Platz suchen. Können wir schon machen. Vielleicht irgendwo am Waldrand oder so. Ja, Wie geht denn der Ted? Geht der so rüber? links geht er hier weiter. Ah, links. So Richtung. Wahrscheinlich da hoch den Berg. Da hinten sieht irgendwie interessant aus. Fahren wir mal dann nach oben und gucken mal. Ja. Und auch am Weg entlang so. Lassen wir ihn erst mal gucken. Ja, mit Lust ist gerade auch nicht. Da der Ted lang, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher da drüben. Kann auch sein, weil die schaut ziemlich schwierig aus. Magst hochfahren? Nee. Gerade nicht irgendwie. Und meine Fußbremse schränkt mich doch ein bisschen ein, habe ich jetzt gemerkt. Na, das glaube ich dir. Ja. Einmal schön nach hinten gebogen. Mhm. Ist eh ein Wunder, dass dir das nicht aufgefallen ist. Ja, wundert mich auch ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, vielleicht schicken wir Hannes auch noch einmal über den Hügel drüber. Das können wir fast nicht machen. Warum? Der erkundet gerne. Boah, ich weiß jetzt echt nicht, ob ich da jetzt Bock habe, da hochzufahren und wenn das doch nichts ist und da hinten ist was, Ja. dann umzudrehen. Hat mir das Vorderrad jetzt sauber weggezogen. Oh. Was ist los? Ich hab den verloren. Ich habe mein Handy verloren. Wirklich jetzt? Ja. Ja, das ist aber gerade unten noch. Ja, es muss, wenn dann, da auf dem Weg liegen. Keine Ahnung, ich gehe einfach schnell den Weg ab. Du kannst ja mal noch ein paar Meter vorfahren. Ich suche mein Handy derweil. Ich habe mein Handy wieder gefunden. Ui, da ist eine Pfütze, da will ich nicht rein. Nein, nein. Und wir haben auch noch einen Schlafplatz gefunden. Zu dem fahren wir jetzt halt. Das ist schon schön. Hier bleiben wir.